Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit neuem Pet-Skin, neuem Speedset, 3 neue Events. Oh boy, let's go. Weißer Löwe, neuer limitierter Pet-Skin bei den Pet Transmutations. Was bedeutet das, wenn ihr eine Pet Transmutation Scroll benutzt, die für 300 F-Coin im Cash-Shop und selten bei Events verfügbar sind, könnt ihr mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit diesen Skin bekommen. Also normalerweise ist es einer der 9 Skins hier oben, also von den 9 Pets jeweils 3 Skins. Oder halt diesen Special Skin. Ist allerdings ultra unwahrscheinlich, also kann sehr, sehr teuer werden. Dann gibt es das neue Speed Set, Medieval Knight Set. Finde ich persönlich richtig cool. Es sieht für mich auch so ein bisschen aus wie bei Flive 2. Da gab es auch so ein mittelalterliches Ritterzeug. Erinnert mich tatsächlich sehr stark daran. Und es gibt ein Pickup-Pet, quasi ein Schlachtross in voller Rüstung. Also finde ich sehr, sehr cool. Farblich zwar Hauptunterscheidung nur über den Cloak möglich, ansonsten sind sie natürlich überwiegend grau, schwarz, braun, wo alles natürlich recht ähnlich aussieht, aber ja, cooles CS-Set, definitiv sehr, sehr nice. Dann, wie schon gesagt, 3 Events, die auf uns warten. Wir haben zweimal Enhanced Upgrade, einmal hier mit Ultimate. Das bedeutet, es gibt ein Ultimate Upgrade Event. Die Rate von Upgrades, erfolgreichen Upgrades auf Ultimate Waffen und Schmuck wird erhöht. 22. November, also ab Freitag 0 Uhr, bis 24. November 23:59, Sonntag 23:59. Und zudem zeitgleich noch das Enhanced Upgrade Gear, wo man eine erhöhte Upgrade-Chance hat, sein Gear zu verbessern. Genau. Und hier steht jetzt extra noch dabei, das hätten sie sich, na gut, wobei, naja, hätten sie es nicht sparen können, aber jetzt, wo sie beides zeitgleich zusammen machen, hätten sie es einfach in einen Post machen können, dann wäre es weniger verwirrend vielleicht. Auf jeden Fall steht hier extra dabei, dass quasi Skull of X Protect nicht verwendet werden kann und Ultimate-Waffen quasi davon auch nicht betroffen sind. Also das ist grundsätzlich so, aber jetzt finden beide Events zeitgleich statt, das heißt, es gilt trotzdem. Also es ist auch ein Upgrade-Event für Ultimate. Es sind halt 2 separate Events, die zeitgleich stattfinden. Und dann zum Thanksgiving-Event. Das Ganze startet sofort, läuft schon. 21. November bis 19. Dezember. Während dem Event kann man Event-Item Turkey bekommen. Event Turkey von Monstern, die 10 Level über oder unter euch sind. Und man muss mindestens Level 20 sein, um diese Turkeys einzutauschen. Wenn man die bekommt, kann man 10 von diesen Turkeys gegen 2 Eventboxen eintauschen. Und zwar von dem NPC Mayor, der sich in jeder Stadt befindet. Und ja, dann hat man 2 von diesen Thanksgiving-Giftboxen. Und was bekommt man aus diesen Thanksgiving-Giftboxen? Es gibt ein Turkey-licious White Set, es gibt Heartbreakers Weapon Skin Box, Pet Transmute, etliche Power-Ups, Server-Shout, Channel-Shout, lauter solche Sachen, Flasks, Upcut-Stone, Death Upcut-Stone, etc. Und das war's auch schon. Und alle Items, beziehungsweise Event-Item Turkey, wird bei der Serverwartung am 2. Januar entfernt. So, ich weiß nicht, ob die Box auch entfernt wird, weil da steht extra so Event dabei. Und in den letzten Events war es ja immer so, dass das auch entfernt wird. Steht hier nicht dabei. Also ich würde mal vorsichtshalber davon ausgehen, aber steht nicht dabei. Also könnte sein, dass die Box nicht gelöscht wird, aber ja, steht nicht dabei. Jedenfalls klingt das jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Allerdings kann man das nur einmal am Tag machen pro Charakter. Also es klingt jetzt erstmal so wie ein klassisches Flive PC-Event. Ich farme 30 Stunden am Tag und hole mir hunderte von diesen Boxen. Ja, das geht leider nicht. Man kann maximal 2 Boxen pro Tag bekommen. Das heißt, man braucht 10 Items für jeden Tag. Das Event ist an 29 Tagen verfügbar. Das heißt, man kann maximal, genau wie beim Halloween-Event, 58 von diesen Boxen bekommen. Lustigerweise, keine Ahnung, warum sie das so machen, aber ja, man kann wieder maximal 58 von diesen Boxen bekommen. Und man kann es halt auch wirklich nur einmal am Tag machen. Das heißt, ihr müsst 10 Items haben, an einem Tag eintauschen und dann auf den nächsten Tag warten, wo ihr dann wieder 10 Event-Items braucht und so weiter und so fort. Also, ja, finde ich jetzt persönlich von der Convenience nicht so nice wie das Halloween-Event. Beim Halloween-Event war das ja alles passiv. Du musstest gar keine Quest annehmen. Die Quest wurde dir automatisch reingespielt. Fand ich deutlich besser. Hier muss man jetzt tatsächlich zu diesem NPC gehen und diese kurze Quest da machen und sich diese Boxen holen, die Event-Items eintauschen.
Und ja, keine Ahnung. Also fand ich jetzt vom Aufwand her das Halloween-Event schon ein bisschen nicer. Das ist einfach alles passiv gelaufen. Und von den Items, die hier drin sind, muss ich sagen, was ich etwas enttäuschend finde, ist, dass die Flasks alle 4 separat drinnen sind. Flask of the Tiger, Rabbit, Fox, Lion. Sage ich ja immer wieder, es gibt keine Klasse, die eigentlich alle 4 Flasks braucht. Die einzige Klasse ist wahrscheinlich Ranger oder PvP. Aber grundsätzlich braucht eigentlich keiner so wirklich alle. Und ja, das sind halt 40%. Also 40% von dieser Box sind nur diese Flasks. Und ein Blade zum Beispiel will keinen Fox haben. Ein Ranger will auch keinen Fox unbedingt und auch keinen Tiger vielleicht. Also kann er zwar beides verwenden, aber will er deswegen nicht unbedingt haben. Also die meisten wollen ja wahrscheinlich nur Main-Attribut plus STA. In wenigen Fällen vielleicht noch mehr. Aber so grundsätzlich, ja, ist das halt einfach die Hälfte der Box plus Upcut Stone plus Death Upcut Stone sind wir bei 60%. Wovon aber nur 20% auf Upcut Stone und Death Upcut Stone entfallen. Also ist jetzt wirklich nicht so ultra krass. Genau. Also ich würde sagen, ein kleines Downgrade vom Halloween-Event. Schlecht ist es sicherlich nicht, aber es ist halt das einzige Event, was jetzt wahrscheinlich wieder für die nächsten 4 Wochen laufen wird. Und falls ihr euch gefragt habt, wie dieses Turkey-licious White Set aussieht, ja, das ist es. Yeah. Ja, und dann auch interessant haben wir Minor Fixes. Müsst ihr euch mal reinziehen. Minor Fixes after der Maintenance heute. Und jetzt zieht euch rein, wie viel das ist. Das sind einfach 3 DIN A4 Seiten. Sie schreiben einfach Minor, also Kleinigkeiten quasi. Ja, das sind halt kleine Kleinigkeiten. Das ist der längste Patch, den wir seit gefühlt. Das ist ein längerer Patch als freaking Battle for Madrigal Teil 1. Also, what the hell? Ja, ich habe mir noch nicht alles im Detail angeschaut, weil es so viel war. Ja, starten wir einfach rein. Das erste ist ganz interessant. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Muss man sagen, echt schon fast ein bisschen traurig, dass das jetzt erst gefixt wird. Es gab das Problem, dass wenn 2 Leute exakt zeitgleich einen Instanz-Dungeon geöffnet haben, dass man, wenn man Pech hatte, dadurch 2 Instanzen geöffnet hat und man damit sich den ganzen Dungeon-Run versaut hat, beziehungsweise halt eine Person einfach alleine in einem Run war und oder halt einfach 2 Runs existiert haben. Also total bescheuert. Und das Problem besteht schon seit dem ersten FEC, also beziehungsweise seit wahrscheinlich das Reborn-Update kam, also seit März 23. Also das hat relativ lange gedauert, bis sie das gefixt haben. Fixed an issue where couple motions were not compatible for couples where both characters were the same gender. Fixed an issue where some skills and effects such as Meteor Shower were still visible even with the special effects setting disabled. No way. Das haben sie echt entfernt? Crazy, okay. Das werde ich heute auf jeden Fall bemerken. Fixed an issue where the Holy Cross debuff was ignored while Sword Cross was active on the same target. Wait. Das ist ein Issue? Okay, ich hätte es mir vorher doch durchlesen sollen. Was? Alter, das bedeutet, Knight macht jetzt einfach 200.000, 300.000 DPS mehr? Könnte Knight jetzt die stärkste Klasse im Game sein? Knight könnte jetzt die stärkste Klasse im Game sein. Das bedeutet das im Endeffekt. Knight könnte jetzt den höchsten DPS im Game haben. Wahrscheinlich nicht, aber naja, vielleicht schon. Holy shit. Das ist actually crazy. Wenn es das bedeutet, was es... Aber es steht ja da. Das bedeutet, HC und Swordcross können jetzt zeitgleich triggern. Das steht hier. Schwarz auf weiß. Geistesgestört. Holy moly. Fixed an issue where the names of the Light Princess suit and Light Princess boots items were inverted. Fixed an issue where the Mr. Pumpkin vendor shop 7 days from the Halloween Pumpkin event was not time limited. Ich habe ein extra Video drüber gemacht, um die Leute, um es noch enjoyen zu können, ein paar Tage, einige Zeit. Es war zu schön, um wahr zu sein. War ja klar, dass das Ganze nicht unendlich verfügbar sein würde. Aber ja, nichtsdestotrotz konnten wir es auf jeden Fall ein bisschen nutzen. Und ja, schade, aber
Es waren coole 2-3 Wochen, wo man das ausprobieren konnte. Fixed an issue where regular buffs removed when entering the Wilds Story Instance Dungeon. Ach, tatsächlich, das hätte nicht so sein dürfen? Damn, das ist mir gar nicht aufgefallen. Bin davon ausgegangen, dass es normal ist. Fixed an issue where there was a gap in the Tehran Saint Morning. Das ist mir erst gestern oder vorgestern beim Pumpkin-Suchen wieder aufgefallen. Das habe ich auch schon mal vor einem Jahr oder so ein extra Video drüber gemacht. Da war einfach ein Loch im Boden, mitten in Saint Morning. Also ich hoffe, das ist das, was gemeint ist. Fixed an issue where displayed remaining time of many in-game timers, buffs, premium items, battle pass, etc. was incorrect if the time on the device was not synchronized with the universal time. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob man da was auffallen wird, weil es gibt einige Sachen, wo mir immer so aufgefallen ist, so 1-2 Sekunden stimmt das nicht so ganz. Fixed an issue where equipment upgrade effects were disabled when sitting or sleeping on large housing furniture. Okay. Fixed an issue where high-level players could negatively affect the drop rate of monsters for lower-level players by receiving damage from special attacks of giants or violet monsters. Das ist cool, weil damit konnte man andere Leute heftig trollen. Fixed an issue where the focus on a player that used Dark Illusion would persist in some cases. It was not possible to see the position of the invisible player, but you could have the player targeted quicker after Dark Illusion expired. Okay. Fixed an issue where the game sometimes crashed when dragging and trying to delete 2 items in the inventory at once. Lol. Also das probiert 2 Items zeitgleich zu löschen und dann ist dein Game gecrashed. Fixed an issue where framerate would affect the animations of damage numbers. Fixed an issue where some characters would always have a quest indicator on the map even though there's no quest available. Fixed an issue where a pet could not be trained at a pet training NPC if the player had a pickup pet summoned. Fixed an issue where custom names of pets did not display when roaming in a house. Fixed an issue where players had to wait before using pet training again if the NPC expired before the end of training. Wait, fixed an issue where players had to wait before using pet training. Oh, lol. Okay. Das klingt grauenvoll. Fixed an issue where the equipment switch window did not reflect the current player's equipment. Fixed an issue where Dark Illusion would be cancelled from bleed, poison or lifesteal sources. Okay, soll es nicht gecancelt werden? Interessant. Hätte ich jetzt nicht mal als Fehler erkannt. Fixed an issue where Blade's left-hand weapon element damage would be calculated using the right-hand weapon's element. What the hell? Von diesen ganzen, von 90% der Sachen hier habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Fixed an issue where Blade's left hand, also die zweite Hand, oder nee, Moment, left hand. Gott, was ist die left hand? Keine Ahnung, welche Waffe welche ist. Egal. Auf jeden Fall using the right hand's element. Aber das kann ja unmöglich immer so gewesen sein. Also kann auf jeden Fall nicht bei jedem das Problem gewesen sein. Weil das hätte ich auf jeden Fall schon mal gehört. Weil es würde ja effektiv bedeuten, dass es egal ist, welches Element auf der zweiten Waffe ist. Und das ist definitiv nicht egal gewesen bisher. Oder halt nicht immer. Komischer Fehler auf jeden Fall. Fixed an issue where lifesteal triggered through reflected damage paths such as reflected damage triggering Water Bomb would not increase HP properly. Du kannst du bekommst Leben zurück, wenn Reflect Damage Water Bomb triggert. Junge. Water Bomb ist viel zu OP, das sollten die mal nerven. Fixed an issue where Healing Grace would not be cast from Healing. Fixed an issue where the Charlie Hunter head M was white when the rim outline setting is enabled. Fixed an issue where the ears of the Asmodon head were off. Fixed an issue where the character's arm would appear through Lusaka's fist. Alles so Kleinigkeiten. Kosmetische Kleinigkeiten. Fixed an issue where the Navy 2024 student shoe casual shoes were transparent when equipped with other costumes. Fixed an issue where the Persian warrior head F was glitched with the character's ears. Fixed an issue where the idol head F glitched with the character's hair. Fixed an issue where the event objects, e.g. pumpkins from the Halloween pumpkin event would spawn in areas where it was impossible or difficult to collect them. Gut, dass sie das jetzt fixen, nachdem das Event vorbei ist. Fixed an issue where the game server could crash in very rare cases related to damage over time ticks applying new damage over time debuffs. The game server could crash? Meinen die jetzt den ganzen Server? Okay, interessant.
Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, die letzten paar Tage, nachdem ich nachts Pumpkins gefarmt habe, habe ich teilweise meine Chars irgendwo im Nirgendwo stehen lassen. Und es gab eine Stelle, also es hat wahrscheinlich damit nichts zu tun, aber ich hatte eine Stelle, mein Knight, der hatte wirklich alle 5 Minuten Disconnect. Aber nur der Knight, der stand irgendwo in leeren Mountains in Flares. Der hatte literally alle 5 Minuten Disconnect. Ich hab den bestimmt 10-mal neu einloggen müssen, bis ich ihn dann irgendwann offline genommen habe, weil es mir zu blöd wurde. Aber meine anderen Charakter, die in Flares standen, also in der Stadt, sind nicht disconnected, nur er. Total weird. Keine Ahnung. Also es hat damit höchstwahrscheinlich nichts zu tun, weil der hat ja nichts gemacht, der hat nicht gekämpft oder so. Aber crazy. Ja, wir sind noch lange nicht fertig, das ist geistesgestört. Generate changes. Lifesteal can no longer be triggered from refracted damage. Visual effects of skills such as Macabre Hanserusha, Barrier of Life, Gravity and other monster area attacks are now displayed even with special effects settings disabled. Okay. Remove the shaking effect from Asmodan, Kaigas and instant dungeon bosses when they receive damage. The item Turkey Box can now be stacked up to 999. Improve the application process for Rainbow Race. Added buff thanks to the Madrigal Tournament Arena. It is now possible to bind arrows and posters in the equipment switch. Equipment switch is no longer usable when the player is in the middle of an attack. Oh, das ging crazy. Skill switch affect the entire party such as Herein. Now apply to the whole team in Madrigal Tournament. Items can now be moved conveniently by double-clicking on them in the inventory when the couple's storage is open. The fighting area of the Guardian-themed Guild Siege has been raised to improve the visibility of spectators. Increase the glowing effect of the Black Aura 7 and 15 days. Da werden sich einige Leute freuen. Krassere schwarze Aura. The dungeon window now selects the option in your level range by default instead of the story option. Das ist auch cool. Daily Couple Quests now reset at Midnight Server Time. Was sie vorher anscheinend nicht getan haben. The Cosmetic Upgrades menu at the Makeup Artist will now require you to take off the mask instead of the hair and head. Improved the pet training interface on mobile devices. Swordcross cannot be consumed by knights using one-handed weapons anymore. What? Das ging doch auch gar nicht, oder? What the hell? Improve the Cash Up window item display to more clearly show soul-linked item attributes. Okay. Ja, das war ganz schön viel, ne? Ja, sorry, dass ich es teilweise so runtergerattert habe, aber ich meine, was soll ich machen? Das alles zu übersetzen würde 100 Jahre dauern und viele Sachen davon sind echt Kleinigkeiten, die ganzen kosmetischen Sachen und so. Das ist ja alles relativ irrelevant. Dann haben wir noch ein paar neue Event-Schedule-Changes. Also ich lese jetzt mal nur das von Bodeng vor. Rainbow Race ist jetzt nicht mehr Samstag 18 Uhr, sondern Sonntag 19 Uhr. Und Level 80 Guild Siege ist jetzt nicht mehr Mittwoch 21 Uhr, sondern Mittwoch 20 Uhr. Not gonna lie, ist mir persönlich eigentlich vollkommen egal. Hier gibt es das Ganze auch nochmal schön als Übersicht, ja, weil er zu faul zu lesen ist. So geht es ein bisschen schneller mit der alten Zeit oder der momentanen Zeit und der neuen Zeit. Und hier hat man noch eine Übersicht über alle quasi Events. Das ist eigentlich ganz interessant für Leute, die vielleicht mal, ja, auch auf anderen Servern spielen. Oder halt, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht auf allen Servern spielen, wenn du jetzt so PvP-süchtig bist, dass du überall mitmachen willst. Weil da könnte man direkt nachschauen, ob das überhaupt geht, aber ich glaube schon. Naja, nicht überall vielleicht, aber du könntest wahrscheinlich literally so Guild Siege. Ja gut, hier ist alles um 21 Uhr, aber hier 18, 19, andere Tage, 20, 21, andere Tage, ja. Also teilweise könntest du wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel machen, wenn du es wirklich drauf ankommen lassen würdest. Aber du müsstest natürlich auf vielen verschiedenen Servern spielen, was wahrscheinlich kein Mensch macht, also höchstens auf 2 vielleicht. Genau. Ja. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Was haltet ihr von den ganzen Events? Was haltet ihr von den ganzen Patch Notes? War was dabei, was euch die ganze Zeit belastet habt? Und schreibt es gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Schaut auch auf Twitch vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Macht's gut rein und ciao, ciao.